Grüezi und herzlich willkommen. Das ist der Mont Saint-Michel, aber bevor wir ihn erkunden, noch eine kleine Rückblende zur Überfahrt nach Frankreich. Doch zuallererst, diese Orte in Frankreich wollen wir besuchen. Nach dem Mont Saint-Michel machen wir Halt in Tours, dann im kleinen Ort Ternon, vorbei am Lac de la Somme und kurz vor der Grenze zur Schweiz lassen wir uns von Mulhouse begeistern. Los geht's! Die Barfleur, so heißt unsere Fähre, hat einige Fahrzeuge im Schiffsbauch zu verstauen. Ja, sie bietet Platz für knapp 600 PKWs und bis zu 900 Passagieren. Die Überfahrt von Pol nach Cherbourg dauert etwas mehr als 4 Stunden. Begleitet werden wir natürlich auch vom Lotsenboot. International werden diese übrigens Pilot genannt. Die bereits genannten Vorteile beim Reisen per Fähre machen sich auch jetzt bemerkbar. Beim Verlassen der großen Insel können wir unter anderem einen Blick auf das imposante Brownsea Castle an der Küste von Brownsea Island und auf das Haven Hotel bei St. Banks werfen. Kaum ist das französische Festland in Sicht, begleitet uns auch wieder das Pilotboot. Das Anlegen geht sehr routiniert vonstatten und wir können die Barfleur zügig verlassen. Natürlich, man könnte mit dem Bus zur Insel fahren, doch wir bevorzugen es, die 2 Kilometer zu laufen und können dabei die tolle Aussicht auf den Klosterberg genießen. Die Busse fahren übrigens im 10-Minuten-Takt und sind trotzdem fast immer voll besetzt. Zuerst gehen wir zum Staudamm, hauptsächlich wegen der Aussicht auf die Insel. Doch auch der Damm fasziniert. Die Staumauer am Quesnon wurde von 06 bis 2009 erbaut und ist tatsächlich ein technisches Wunderwerk. Die Schließ- und Öffnungszeiten sind so eingestellt, dass dadurch eine progressive Wasserabgabe ohne Wellen erzeugt wird, abhängig von den Gezeitenbedingungen und der Flussströmung.
Übrigens in der Bucht des Klosterbergs Mont Saint-Michel herrschen die stärksten Gezeiten Europas. Bei Eppe zieht sich das Meer bis zu 15 Kilometer von der Küste zurück. Die Insel, die nach dem Erzengel Michael benannt ist ohne Bauten 92 Meter hoch. Die befestigte Abtei dominiert die kleine Insel und ist ein Beispiel für den normannischen Baustil. Im Kloster lebten bis in die 1960er Jahre Benediktiner, seit 201 Ordensleute der Gemeinschaften von Jerusalem. Und hier kommt der Bus, der die Besucher zum Mont Saint-Michel und zurückfährt. Ohne zu wenden. Okay, allerdings nicht gleichzeitig. Okay, der macht es auch. Etwas langsamer und allerdings mit Wenden. Laufen macht hungrig, also genießen wir im Relais Saint-Michel das feine Essen und mit dieser Aussicht schmeckt's noch besser. Ein bedeutendes Wahrzeichen von Tours ist die Kathedrale von Saint-Gatien, deren auffallende gotische Fassade mit Turmspitzen aus der Renaissance flankiert wird. Die Kathedrale wurde vom 13. bis 16. Jahrhundert errichtet. Sie ist dem heiligen Gatianus geweiht, dem ersten Bischof von Tours. Aktuell ist sie auch Sitz des Erzbischofs von Tours. Die Universitätsstadt liegt zwischen den Flüssen Gers und Loire. Tours eignet sich hervorragend als Ausgangsort zur Erkundung der Loire-Schlösser. Durch die Gassenstreifen ist allemal interessant und verführerisch zugleich bei dieser Auslage. Das Château de Tours wurde im 11. Jahrhundert im karolingischen Stil erbaut. Derzeit beherbergt das Gebäude zeitgenössische Ausstellungen von Gemälden und Fotografien mit Werken von Jean Miro, Daniel Buren, Nadar oder Robert Capa. Das Musée des Beaux-Arts de Tours befindet sich im ehemaligen Bischofspalast.
Es zeigt reiche und vielfältige Sammlungen, darunter eine der ersten Gemäldesammlungen in Frankreich in Qualität und Vielfalt der präsentierten Werke. Ein ganz toller Blickfang ist die mächtige, über 200 Jahre alte Libanon-Zeder vor dem Eingang zum Museum. Ein Spaziergang entlang der Loire ist ja beinahe Pflicht. Dazu gehört aber auch ein Blick vom Pont des Filles de Saint-Symphorien, der Hängebrücke, die die Loire in Tours überquert. Erbaut wurde sie zwischen 1845 und 1847 von den Brüdern Séguin. Und sie ist nur für Fußgänger und Radfahrer zugänglich. Zur Ortschaft Ternant lässt sich vor allem eines sagen, nämlich, dass sie sehr, sehr abgelegen liegt. Doch landschaftlich ist die Gegend sehr hübsch und zum Wandern bestens geeignet.
Ja, selbst die Kühe sind froh für die kleine Abwechslung und nähern sich uns neugierig. Wenn sie auch noch rot wären, müssten wir annehmen, dass wir hier die Original-Waschgiri-Kühe entdeckt hätten. Der Lac de la Sorne lädt absolut zu einer kurzen Rast ein. Wunderbar, hier am Ufer die Natur zu bestaunen und zu genießen. Es ist so idyllisch und ruhig hier, dass scheinbar selbst die Fischer gegen den Schlaf ankämpfen müssen.
Schnell vermag uns das lebhafte Mühlhaus zu begeistern. Mit einer wohldosierten Mischung von moderneren und älteren, aber gepflegten Gebäuden ist Mühlhaus sehr attraktiv. Dass die Straßenbezeichnungen jeweils französisch und deutsch angegeben sind, muss weiter nicht erstaunen. Mühlhaus oder eben Mühlhausen war bis zur Annexion durch Frankreich 1798 eine freie Reichsstadt im Heiligen Römischen Reich. Sie pflegte auch eine enge Verbindung zur alten Eidgenossenschaft als sogenannter zugewandter Ort. Und von 1871 bis 1919 gehörte Mühlhausen zu Deutschland, fiel dann nach dem Ersten Weltkrieg wiederum an Frankreich. Ein toller Blickfang, der Temple Saint-Étienne. Die protestantische Stephanskirche ist die reformierte Hauptkirche der Stadt. Wegen ihrer, man kann schon sagen, dominanten Lage am Place de la Réunion und ihres 97 Meter hohen Glockenturms wird sie gelegentlich als Dom von Mühlhausen bezeichnet. Weitere historische Gebäude zieren den Place de la Réunion. So zum Beispiel das Musée historique du Mühlhaus, ein Geschichts- und Archäologiemuseum. Es ist seit 1969 im alten Rathaus von Mühlhaus untergebracht, das hauptsächlich aus dem Jahr 1552 stammt und seit 1929 als Monument historique geschützt ist.
diesen letzten Bildern aus Mulhouse geht auch die letzte Episode dieser Reihe unserer Reise nach Cornwall zu Ende. Doch es geht weiter. Ich weiß, wohin es geht, möchte es dir vorerst aber noch nicht verraten. Doch ein paar Bilder vorab für dich gibt es anschließend. Und wenn du erraten kannst, wohin es geht, schreib mir das in deinem Kommentar. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen und freue mich natürlich über deinen Kommentar. Wie immer genauso über dein Like und ebenso über dein Abo. Und wenn du auch noch die Glocke drückst, dann verpasst du künftig keinen meiner Filme. Wir sehen uns und bleib munter! Hey!